Lebt denn der alte Kirschmichel noch? Kirschmichel noch? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das war ein anderer Michel, oder? Ich weiß nicht, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob der noch lebt. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt mal was Tolles für die warmen Sommertage, ne? No? So als Mittagstisch oder halt auch als Nachspeise, ne? Und dazu habe ich ein paar ganz tolle frische Kirschchen gekriegt von meine Dr. Bierschaum, beziehungsweise von unserem Dr. Bierschaum. Der hat nämlich ganz viele tolle Kirschen im Garten, gell? Und dazu braucht man jetzt so einen Kirschentsteiner, natürlich im grünen Design. Da hauen wir die einzeln rein. Guck, zack. Und schon ist, und schon liegt's am Boden. Joanna, man müsste halt dann einfach auch noch eine andere Schüssel drunter stellen, ne? Dass die halt nicht auf den Boden haut, ne? Meine Güte, die ist wieder zu groß. Ich bin wieder bestens vorbereitet hier heute. So, gucke mal, so wird es schon viel besser was, weil das ist ein bisschen flach und dann fallen die doch schön rein, ne? Schau mal, das geht doch so. Zack, sind die Steine draußen, ne? Und die Kirschkanne können wir natürlich jetzt, oder Kanne besser gesagt, nicht weiterverwenden, komm mal, setzt dann weg, ne? Und das Schöne ist natürlich auch, wir können dafür als Brot verwenden, ne? Da habe ich so ein bisschen gemischt, ein bisschen Toastbrot habe ich vom Baguette, noch ein altes Brötchen und das tun wir uns jetzt erst einmal ein bisschen klein schneiden, ne? Und ihr seht ja, ihr könnt da alles reinhauen, was ihr halt wollt, ne? Und es war ja auch immer so, die Oma hat ja immer früher alles so auch verwertet. So von früher gab es ja das auch mit dem Braten zum Beispiel, das kenne ich von meiner Mama, die hat immer erzählt, wenn die sonntags einen Braten hatten, haben sie aufgehoben, die Reste, und die haben es den nächsten Tag dann aufgeschnitten kalt, ein bisschen Salz aufs Butterbrot. Schmeckt auch, ne? Und da kann man das alte Brot super verwenden. Und das schmeckt herrlich, kann ich euch sagen. Erinnert mich ja auch wieder so ein kleines Stückchen an die Kindheit, ne? So, schau mal, zack, fertig, ne? Und jetzt tun wir das Ganze ein bisschen einweichen. Wo habe ich jetzt die Milch? So 10 Minuten einfach Milch drüber geben, stehen lassen. Und weil es dann wieder so zackig geht, tun wir mal lieber gleich den Ofen vorheizen, ne? 175 Grad Ofen ohne Hitze. Einmalig hier, du. Und jetzt habe ich da schon ein bisschen weiche Butter drin. Jetzt müssen wir aber erst einmal die Eierchen ein bisschen trennen. Habe ich auch von Glückliche Hühner, ne? Da brauchen wir jetzt nämlich dann das Eiweiß und das Eigelb getrennt. Guck mal. Ach so, jetzt brauche ich ja noch was, wo ich das Eigelb zwischenpacken kann. Warte mal. Dann nehme ich einfach schnell so ein Glas, ne? So, zack. Und immer darauf achte, das Ei immer einzeln trennen. Das Eiweiß tue ich jetzt da hinten schon mal in mein Schüsselchen rein, weil da müssen wir später Eischaum schlagen. Weil wenn da nämlich ein fitziges Eigelb drin ist, ne, dann wird der Schaum Schaum. So, und jetzt habe ich da die weiche Butter drin. Und die tun wir jetzt mal so richtig schön mit Zucker und Vanillezucker aufschäumen. Könnt ihr zwischendrin ein bisschen umrühren, ne? Und dann geben wir jetzt da rein, so nach 5 Minuten ungefähr, auch ganz langsam das Eigelb dazu, ne? Und immer schön rühren, ne? So, und jetzt tun wir das hier mal ein bisschen runter, weil jetzt kommen nämlich auch schon die Milchbrötchen dazu, gell? Ach, herrlich, habe ich auch noch nie gemacht. Ne? Ich mache ja mit euch immer alles 1:1, ne? Und probieren das einfach immer so ein bisschen aus. Jetzt nehmen wir mal hier die Schüssel schon mal raus. Und jetzt müssen wir nämlich noch das Eiweiß aufschlagen, ne? Auch in eine ganz saubere Schüssel müsst ihr immer darauf achten, dass alles spülifrei ist, auch trocken, weil sonst wird es nichts mit der Eischaum, ne? Und dann mal los und so kleines Prisele Salz dazu. Schau mal, 1 fix 3 ist der Eischaum fertig, ne? Und den erkennt man dann daran, warte mal so, wie schön der hier steht und Bese, besser geht's gar nicht, gell? Weil dadurch erhält nämlich unser Kirschmichel eine richtig schöne Fluffigkeit. Und dann tun wir jetzt einmal das Eiweiß da rein und alles schön miteinander unterheben. So, und nun brauchen wir natürlich auch noch eine Form, ne? Dann nehme ich meine schöne Glasauflaufform und die tun wir erst mal so richtig schön einbuttern, ne? So, und dann noch ein paar Semmelbröselchen unten rein. Ein bisschen verteilen. Einmalig hier, du kannst das haben. Und dann geht's auch schon los. Dann tun wir schon mal eine dünne Schicht ganz unten auf den Boden. Ach, der Ofen ist schon fertig. Guck mal, wir sind ganz hinten dran heute. Und jetzt kommt dann schon gleich eine ordentliche Schicht von unserem Kirschli drauf. Schau, und so geht er dann schon ab in den Ofen. So,
gucke mal, jetzt haben wir zwar noch 10 Minuten, aber jetzt nehmen wir noch mal kurz raus die Mischel, ne? Weil jetzt kommt dann nämlich zum Abschluss noch ein paar Nockerl Butter oben drauf. Guck, so. Mei, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ne? Das schmeckt ja so auch. Ihr könnt euch natürlich jetzt auch ein bisschen Vanillesoße dazu machen oder so. Es bleibt euch ganz allein überlassen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal ein Kirschmischelchen gemacht habt und was ihr da so dazu serviert. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zucker oben drüber. So, und dann wieder die Lappe, weil es ja noch heiß. Und dann geht er noch mal 10 Minuten in den Ofen. Ja, meine Güte, Leute, das ist was, kann ich euch sagen. Das schmeckt ja so lecker. Und dazu noch ein bisschen Vanillesoße oder einen Schlag Sahne. Macht's unbedingt nach. Ciao, macht's gut.